Und wir reden hier ja auch Klartext, ne? Das bedeutet ja auch, was ich auch nur mitgeben kann aus der Erfahrung, ich habe ja sehr viele Startups auch kennengelernt, die das in irgendeiner Form gemacht haben und die sind alle auf diese, sage ich mal, Leadership-Falle reingelaufen. Wir sind ja so eine kuschelige Familie, auch das Wort Familie hasse ich ja im Zusammenhang, ne? Also, Familie oder Freunde sogar, finde ich immer so nach dem Motto: „Ich gehe eine ganz andere Opferbereitschaft für meine Familie als für meine Mitarbeiter.“ Da ist auch eine Trennung so. Das Und will ich mal sehen, wenn die Mama im Sterben liegt und wenn der Gründungskollege im Sterben liegt. Zu wem rennst du? genau, das ist, glaube ich, das braucht keiner diskutieren. Und dann bauen viele Leute aus diesem Irrglauben heraus Unternehmen so mit keinen Hierarchien und so 'n Familiengefühl. Und da kann ich dir sagen, was passiert. Es passiert immer dasselbe. Ich habe das echt beobachtet, 15 Jahre, die Firmen sind alle erfolgreich geworden. Denen geht's gut, mehr oder weniger und so. Und die haben alle dasselbe Problem, dass diese Euphorie der Gründung und dieser Teilhabe am Unternehmen, der verfliegt irgendwann. Und dann neigt fast jeder Mensch dazu, das ist gar nicht mitarbeiterbezogen. Jetzt möchte ich meinen Anteil vom Kuchen, jetzt möchte ich das selber haben. Und dann gibt es 2 Varianten. Entweder du wirst als Unternehmer erpresst, weil die Hierarchien und das ist mein Unternehmen und du arbeitest für mich, nicht klar ist, also nicht wir sind wieder bei Kommunizieren, das ist nicht so, als wurde verwischt jahrelang. So nach dem Mhm. Motto, man hat so getan und jetzt kommt derjenige oder diejenige und sagt: „Jetzt will ich aber Anteile von deiner Firma haben.“ Und dann sagst du: „Nein.“ Dann hast du schon automatisch den Ist Clash. vorbei. Das musst du halt vorher schon klar sein. Und die Leute, die schon immer unternehmerisch gedenkt haben und das gelernt haben in der Zeit, die gehen auch raus und machen es fucking selber. Das heißt, ich darf ja auch an diesem Leadership-Gedanken darf ich, glaube ich, auch immer nicht dieses haben, dieser naive Glaube, dass die Mitarbeiter es so hammerhart honorieren, dass du halt alles als Unternehmer gibst, das komplette Risiko trägst und alles machst und Extrameile, sagtest du ja auch, die am Anfang vielleicht noch von Mitarbeitern, das wird sich sukzessive, ich habe es überall erlebt, Ja. zurückgeholt. Es In wird 9 von 10 Fällen. erpresserisch, teilhabe. Es funktioniert meistens nicht gut, ne? Also genau, 9 von 10 Fällen, also meine Erfahrung, persönliche Erfahrung. Es kann sein, dass es irgendwo so ist, ne? Aber es ist immer wieder so dieser Punkt, wo ich nur vorwarnen kann, was ja nicht heißt, dass ich mit einer flachen Hierarchie oder nach dem Motto: „Du darfst mir alles sagen“ und offene Tür und was weiß ich nicht alles. Das geht ja alles, ne? Aber ich glaube, dieses herauszustellen, immer wieder als Unternehmer, auch in diesen Gesprächen: „Mir gehört das Unternehmen und ich kann damit machen, was ich will“, das ist ab und zu sehr wichtig, glaube ich, für Ja, Mitarbeiter. ne, Und kenn der umgekehrt es auch, nicht. ihr könnt mitbestimmen, weil ich lasse mich ja beraten. Ich bin ja nicht beratungsresistent. Ich bin offen.